Ein extrem heißer Sommertag. Perfekte Bedingungen, um Solarpanels mit Handwärmern zu kühlen. Obwohl Solarpanels ja mehr Strom erzeugen, wenn sie kühl sind, klingt das erstmal nach einer ziemlich schlechten Idee. Und genau deshalb wollte ich das schon seit längerem mal ausprobieren. Warum jetzt Handwärmer zum Kühlen? Normalerweise gibt ein Handwärmer ja Wärme ab, wenn sein Inneres vom flüssigen in den festen Zustand übergeht. Quasi einen Phasenübergang vollzieht. Phasenübergang. Dabei wird die Flüssigkeit da drin fest und setzt die gespeicherte Energie frei. Er wird also warm. Der umgekehrte Vorgang passiert, wenn man Handwärmer wieder verflüssigt. Die Kristalle schmelzen und müssen dafür Energie aufnehmen. Diese Energie wird dafür aus der Umgebung gezogen. Es wird also kühler. Diese, sagen wir mal, abkühlenden Phasenübergänge passieren immer, wenn sich etwas Festes verflüssigt oder etwas Flüssiges zu Dampf wird. Ihr kennt das Prinzip vielleicht vom Schwitzen, wo flüssiger Schweiß verdampft und damit gasförmig wird und dabei die Haut kühlt. Andersrum werden Dinge warm, wenn die Phasenübergänge in die andere Richtung passieren. Ich wollte jetzt mal sehen, was passiert, wenn ich den kristallisierten Inhalt einiger Handwärmer, also im festen Zustand, hinter einem Solarmodul anbringe und das dann durch starke Sonneneinstrahlung und das heiß werdende Solarmodul schmilzt. Meine Erwartung war, dass dem Solarmodul dadurch Wärme geklaut wird und es dadurch abgekühlt wird und sich langsamer aufheizt. Anfangs lief das Befüllen der Panels mit der Handwärmerflüssigkeit super, aber irgendwann mal habe ich mich leider von der Angst leiten lassen, dass das Zeugs flüssig bleibt und habe dann ein paar Flocken von schon kristallisiertem Handwärmer reingeschmissen und die Flüssigkeit quasi aktiviert. Den Rest da reinzukippen war dann nicht mehr so einfach, weil das sofort fest geworden ist und nicht mehr so schön eben. Ich habe dann am Schluss sogar noch etwas mit dem Schleifpapier nachgearbeitet, um es wieder eben zu machen. Und das war eine ganz schöne Sauerei. Weil ich noch etwas Lack übrig hatte, habe ich noch eine Schicht Lack drauf gemacht, Epoxidharz angemischt und das Solarpanel damit quasi hinten versiegelt. Der Lack war irgendwie für ein etwas ruhigeres Gewissen, damit das Epoxidharz nicht direkt mit der Handwärmermasse in Berührung kommt. Trocknendes Epoxidharz wird übrigens warm. Ihr kennt ja inzwischen das Prinzip mit den Phasenübergängen. Ich habe das unter der Aufsicht meiner 2 Aufpasser über Nacht trocknen lassen und am Tag danach noch ein paar Luftlöcher mit Heißkleber zugeklebt. Die Sonne scheint, ein schöner Tag. Zum Vergleich habe ich ein baugleiches Solarpanel ohne Zeugs hinten dran an einem baugleichen Laderegler an eine Batterie angeschlossen und die Solarmodule genau gleich zur Sonne ausgerichtet. Also wenn man von vorne drauf schaut, ist das rechte Panel mit Handwärmermasse und das linke ohne. Wenn man sich jetzt den zeitlichen Verlauf mit der Wärmebildkamera anschaut, fällt auf, dass es anfangs tatsächlich was bringt und am Ende die Energiemenge, die das Zeugs aufnehmen kann, verbraucht war. Es war also alles flüssig und ich war froh, dass ich unter den Versuchsaufbau Plastikfolien gelegt habe, weil ein Teil davon ausgelaufen ist. Die Temperatur des linken Panels fluktuiert natürlich stärker, weil die abkühlende Funktion von Wind einen viel größeren Einfluss hat, wenn nichts hinten dran ist. Legt man die Panels in den Schatten, wird die Handwärmerflüssigkeit wieder fest und das Panel dadurch warm. So, was haben wir jetzt für eine Erkenntnis? Ich habe das Video ja eigentlich zum Spaß gemacht, nicht wegen irgendwelchen Erkenntnissen. Man bräuchte jedenfalls eine sehr dicke Schicht Handwärmermasse, um ein Panel den Tag über zu kühlen und würde den Effekt der Luftkühlung bei Wind völlig zunichte machen. Und falls ihr jetzt denkt, dass ich wegen sowas ein Panel schrotte, das Panel ist nicht Schrott. Ich konnte alles wieder wegmachen und einigermaßen sauber. Es ist also bereit für irgendeinen nächsten Versuch. So einfach geht's. Die Solar Revolution?